Hallo, wir dürfen euch herzlich begrüßen hier bei Erikas Selbstgemacht. Heute in dieser Folge möchten wir euch gerne zeigen, wie man diesen leckeren Schinkenspeck selber macht. Der Schinkenspeck durfte für 6 Wochen trocknen. Die Zutaten und die Zubereitung könnt ihr unten in der Videobeschreibung nochmal in Ruhe nachlesen. Wir machen ein geräuchertes. Was brauchen wir? Wir brauchen ein Stück Hüfte aus dem Schlegel. In diesem Fall schön beschnitten, entsehnt. Gewogen habe ich es schon 1,5 Kilo. Und jetzt richten wir das Salz her. Wir benötigen 30 Gramm Nitrit-Pökelsalz auf 1 Kilo Fleisch. Und wir benötigen noch 3 Gramm Ascorbinsäure pro Kilo. Das ist reines Vitamin C. und Wacholderbeeren, 4 Gramm auf 1 Kilo Fleisch. Die Wacholderbeeren werden mit einem Mörser klein gemacht. Die Ascorbinsäure geben wir jetzt in das Nitrit-Pökelsalz und die gemahlenen Wacholderbeeren geben wir noch dazu. Das Ganze wird dann vermengt. Das Fleisch wird jetzt mit dem Gewürz eingerieben, sodass überall etwas hinkommt. Macht dieses sehr sorgfältig. Auch die Rückseite nicht vergessen. Das dient nicht nur für die Haltbarkeit vom Fleisch, sondern auch für den Geschmack. Richtig schön einmassieren, sodass das Gewürz auch in den Falten hineinkommt. So, ich gebe jetzt das gesalzene, gewürzte Fleisch in eine Schale hinein. Vorzugsweise mit Deckel, weil wir die jetzt für 2 Wochen in die Kühlung stellen müssen, damit sie schön durchsalzt. 2 Wochen darf das Fleisch jetzt reifen, wobei ich das jeden Tag einmal wende. Das Datum schreiben wir jetzt auf, damit wir genau wissen, wann wir begonnen haben. Den Zettel kleben wir darauf und dann kommt es ab in den Kühlschrank. Nach den 2 Wochen wird das Fleisch jetzt mit lauwarmem Wasser gut abgewaschen. Anschließend das Fleisch abtrocknen. Schlaufen wir den zweimal an. Wichtig durch die Schwarte ziehen, dass das Stück sich nicht verzieht. Dann machen wir eine Schlaufe.
So, dann ist er fertig, dann wird er aufgehängt. Für eine Nacht lang muss er jetzt an der Luft trocknen. Am nächsten Morgen wird dann geräuchert. Unser heutiges Räucherwerk besteht aus Rosmarinzweigen, Lorbeerblättern und mit Mörser angestoßene Wacholderbeeren. Das Räuchermehl wird jetzt entzündet, so dass es glimmt, und dann wird geräuchert. Der Schinkenspeck hängt schon im Räucherofen und was ihr da noch seht, sind Pfefferbeißer. Darüber haben wir schon mal ein Video gemacht. Wenn es euch interessiert, wir verlinken es euch. Dann wird geräuchert, 2 mal 3 Stunden mit 1 Stunde Pause, bei 18 Grad Kaltrauch. Nach dem Räuchervorgang wird jetzt der Schinken aufgehängt und für 4 bis 6 Wochen getrocknet. Am besten an einen kühleren Ort. Zum Beispiel eignet sich hervorragend eine Speisekammer. Unserer durfte jetzt 6 Wochen trocknen. Und jetzt zeigen wir euch das Ergebnis. Die Schnüre werden als erstes entfernt und anschließend wird die Schwarte so dünn wie möglich abgeschnitten. Möglichst dünn versuchen abzuschneiden, weil man möchte ja auch ein bisschen Fett noch im Schinken haben. So. Der ist schön trocken. Und jetzt zeigen wir euch noch den Anschnitt. Hier bleibt es euch übrigens überlassen, ob ihr 4 oder 6 Wochen trocknen lässt. Umso länger, umso härter. Das Warten hat sich auf alle Fälle gelohnt. Der Schinkenspeck schaut richtig lecker aus. Ein richtig gutes Greichert's haben wir da gemacht. Mit diesen letzten Bildern verabschieden wir uns bei euch und wünschen euch ganz viel Spaß beim Nachmachen eines Schinkenspecks. Man benötigt dazu eigentlich nur einen Räucherofen, das Salz und die Gewürze. Vielen Dank für eure Zeit. Wir wünschen euch alles Gute und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal hier bei Erikas Selbstgemacht. Bleibt's gesund. Servus.